Eurocomach 19TR. Ein 2-Tonnen-Bagger mit Verstellausleger. Frei nach dem Motto konstruiert: Incredible Power, Amazing Speed, wie alle Eurocomach-Maschinen. Man kann es kaum glauben, ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet und habe mal eine Rüttelplatte CA8 von Weber Maschinentechnik angehakt. Diese Rüttelplatte wiegt 603 Kilo. Die werden wir gleich mal anheben und auch mal rumverschwenken, damit ihr mal seht, dass es wirklich wahr ist. Also der Bagger hat eine Kraft von mindestens 2,5 bis 3 Tonnen Bagger, und das bei extrem kompakten Abmessungen mit einem Verstellfahrwerk, natürlich zusammenfahrbar auf 1 Meter. Wir fangen jetzt mal hier an. Also hier haben wir schon mal den kompakten und dennoch extrem langen Arm mit einer Grabtiefe von 2,40 Meter, Überladehöhe 3,30 Meter. Also es ist theoretisch möglich, mit dem Gerät auch einen Dreiachser zu beladen, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt Sinn macht. Hier sehen wir Lasthalteventile, was auch ein Ausstrecken der Last ermöglicht. Also es ist wirklich kaum zu glauben, man sieht es aber nachher. Und der Bagger hat also einen Systemdruck von 240 Bar. Ungefähr 40 Bar höher als die Mitbewerber. Und durch diesen Verstellausleger natürlich bekanntermaßen eine unheimliche Hubkraft. So, jetzt legen wir mal weiter los. Hier haben wir die erste Klappe, Hydrauliköl. Hydrauliktank, Kühler, alles wunderbar angeordnet, kommt man prima dran. Zum Drankommen nachher aber noch ein besonderes Schmankerl, oder ich sag's gleich schon: der Bagger ist der einzige 1,9 Tonnen Bagger, der die Kabine klappen kann bzw. hochstellen. Also das ist irre. Also das muss man sich auf der Internetseite von Eurocomach mal anschauen. Der kann also diese ganze Kabine, nimmt er und klappt die einfach, schiebt die so nach oben mit einem Gasdruckdämpfer. Ich komme an alles zu 100% dran. Das ist einzigartig. Das ist eine konstruktive Meisterleistung, dieser Bagger. Hier hinten haben wir den Motorraum. Ein Yanmar-Motor ist hier verbaut mit 18 PS. Kraftstofftank als zusätzliches Heckgewicht im Heck. Ich meine, man lacht drüber, aber es sind immerhin 25 Kilo, die dann bei vollem Tank, muss natürlich aufpassen, wenn er leer ist, fällt er leichter um. Dann auf der Seite hier noch bestes Rankommen an die Batterie. Hier unten Hydraulikpumpe, man sieht schon, es ist sehr kompakt gebaut. Ich will fast sagen, auf 1 Millimeter. Kommt aber an alles wirklich prima dran. Natürlich auch durch die klappbare Kabine. Das mache ich aber heute nicht vor. Sollten wir irgendwann mal eine Wartung an sowas machen, wovon ich ausgehe, weil wer kauft denn jetzt noch was anderes? Dann poste ich davon ein paar Bilder. Jetzt haben wir hier den Innenraum. Auch wunderschön gemacht. Die haben wirklich ein Händchen für Design. Das ist gigantisch. Wir sehen hier die verschiedenen Wippen für den Verstellausleger, Zusatzhydraulik, Armknicken, auch oben auf dem Joystick wie gewohnt. Ich schalte dann hier mit den Knöpfen, schalte ich dann den Knickarm auf eine weitere Leitung um. Stoffsitz gab es früher auch nicht. Will ich mal sagen, bin ich jetzt nicht ganz unbeteiligt dran, weil ich den Eurocomachs gesagt habe, ihr müsst, wenn die Kunden das wünschen, einen Stoffsitz verbauen. Der kostet jetzt 150 € extra, aber dafür habe ich nicht immer das Plastikding unterm Arsch, will ich mal sagen. Zusatzhydrauliken. Den habe ich jetzt nur mit einem hydraulischen Schnellwechslerkreislauf und einer Zusatzhydraulik ausgestattet. Ich kann aber noch eine zweite und dritte Zusatzhydraulik dran bauen.
Ich habe das jetzt erstmal so gemacht, weil wir wahrscheinlich einen Tiltrotator da dran verbauen werden, so komisch wie das auch klingt. Und den halt mit einer Steuerung DC2 von Encon oder wie das bei den verschiedenen Herstellern heißt, dann bauen wir den um und dann brauchen wir nur einen Kreis, weil den Rest der Tiltrotator macht. Und dann kann ich den so günstiger bestellen. Dann jetzt kostet er weniger. Wenn den jetzt einer kaufen will hier und sagt, ich will aber einen Power Tilt und außerdem muss ich an dem Power Tilt noch einen Greifer dran bauen können, der dreht und auf und zu geht, da brauche ich 3 Steuerkreise, dann bauen wir dem das. Dann machen wir hier ein paar Wegeventile dran und dann geht das auch. So, ich werde jetzt mal einsteigen und die Rakete starten. Wie ihr gesehen habt, ist das absolut der Hammer, dass er die 603 Kilo schwere Rückenplatte auch noch komplett von sich forthebt. Das kommt natürlich durch die Lasthalteventile und gut. Wir haben es jetzt mal hier seitlich dran gemacht, weil noch kein Schnellwechsel dran hängt. Sollte man natürlich normalerweise nicht unbedingt tun wegen der Torsion im Arm. Aber das eine Mal zu Demonstrationszwecken wird er das wohl schon aushalten. Und man kann jetzt noch dazu sagen, ich kann jetzt zum Beispiel ich starte den jetzt dafür nochmal. Und mir auch nicht von außen, ich mache das trotzdem. Was auch sehr schön gemacht ist, das sind hier jeder Bolzen, klappe ich das Schild so ein. Es gibt ja auch andere Firmen, die meinen, man müsste sowas schrauben. Das ist natürlich, was der Baggerdamper dranhängt, funktioniert auch wunderbar. Das Gerät hat eine Standsicherheit. Was für ein so kurzen Hecküberstand wirklich einzigartig auf dem Markt ist. Gut, das Ganze hat seinen Preis. Ja, wir mussten jetzt mal kurz unterbrechen, weil hier ein unheimlicher Verkehr ist bei uns. Und noch so viel, wenn wir wieder was machen mit dem Gerät, wenn wir da einen Tiltrotator anbauen, dann zeigen wir euch das. Also ich gehe jetzt davon aus, dass man wirklich ruhigen Gewissens hier einen 150 Kilo schweren Tiltrotator anbauen kann, weil das Gerät einfach für seine Größe eine unheimliche Hutkraft hat. Ja, machen wir mal Schluss für heute. Schönes Wochenende.